Wenn du in den letzten Jahren attraktive Zinsen für eine Festgeldanlage erhalten wolltest, war das nur über ausländische Banken, zum Beispiel aus Lettland, Italien oder Portugal möglich. Die Anlage im Ausland bringt zwei Nachteile mit sich, die du mit einem deutschen Festgeldkonto leicht umgehen kannst. Dank Leitzinserhöhung bieten nun auch die ersten deutschen Banken wieder Zinsen oberhalb der 1%. In diesem Video zeigen wir dir, welche Vorteile deutsches Festgeld hinsichtlich der Sicherheit und Steuern gegenüber den ausländischen Banken bringt. Am Ende stellen wir dir zwei Festgeldanbieter aus Deutschland vor, die besonders interessant sind. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Legen wir los. Die Vorteile von Festgeld aus Deutschland. Hohe Sicherheit. Ratingagenturen wie Standard & Poor's, kurz S&P, Moody's und auch Fitch bewerten die Bonität der Länder und nutzen dafür Buchstabencodes. Die höchste Bewertung ist dabei ein AAA. Banken, die Höchstzinsen bieten, kommen in der Regel aus Ländern, die ein schlechteres Ranking haben. Grundsätzlich gilt in der EU die Richtlinie zur Einlagensicherung. Dadurch sind Bankeinlagen bis zu 100.000 Euro je Kunde geschützt. Die Entschädigung muss im Falle einer Bankenpleite binnen 7 Tagen geleistet werden. In einigen Ländern sind bis zu 20 Tage erlaubt. Derzeit gibt es jedoch keinen europäischen Einlagensicherungsfonds. Daher bezweifeln einige Experten, dass die Einlagensicherungstöpfe in Ländern, die von den zuvor genannten 3 Ratingagenturen als wirtschaftlich schwächer beurteilt werden, gut genug gefüllt sind, um Sparer nach einer größeren Bankenpleite umgehend entschädigen zu können. Im Jahr 2014 gab es beispielsweise bei der Pleite der bulgarischen Coop Bank ein großes Defizit in der Einlagensicherung. Der bulgarische Einlagensicherungsfonds verfügte über umgerechnet 1,05 Milliarden Euro. Das nach EU-Richtlinie garantierte Kundenguthaben der Coop Bank belief sich jedoch auf 1,8 Milliarden Euro. Es waren also 800 Millionen Euro zu wenig im Einlagensicherungsfonds. Damals ist dann der bulgarische Staat eingesprungen und ist nach mehr als 6 Monaten für die Differenz aufgekommen. Es kann also wichtig sein, dass du dein Geld in wirtschaftlich stärkeren Ländern anlegst, für den Fall, dass der Einlagensicherungsfonds für eine oder mehrere größere Bankenpleiten nicht ausreicht und der Staat aushelfen muss. Deutschland hat diese höchstmögliche Bonitätseinstufung AAA oder auch AAA. Steuereinfachheit. Legst du dein Geld in anderen europäischen Ländern als Deutschland an, führt die Bank nicht die deutsche, sondern die im jeweiligen Land gültige Kapitalertragssteuer an das nationale Finanzamt ab. Weist du deine deutsche Steuerpflicht nach, kannst du die Steuer des Landes reduzieren. In den meisten Ländern Europas ist die Reduzierung auf 0% möglich. In manchen Ländern gilt ein verringerter Steuersatz, sodass ein Teil im Land der Bank versteuert und in Deutschland angerechnet wird. In jedem Fall musst du die ausländischen Zinsen in deine Steuererklärung, Anlage KAP, angeben und versteuern. Legst du dein Geld in einem deutschen Festgeld an, kannst du ganz einfach einen Freistellungsauftrag einrichten und die Abgeltungssteuer auf die Zinserträge, die darüber hinausgehen, werden automatisch durch die Bank an das Finanzamt abgeführt. Ganz einfach und unkompliziert. Ideale Laufzeiten. Grundsätzlich gilt beim Festgeld, je länger die Laufzeit, desto höher der Zins. Wegen der aktuellen Zinswende solltest du dein Geld nicht zu lange binden. Wir empfehlen Laufzeiten von maximal 2 Jahren. So kannst du von Zinssteigerungen in naher Zukunft optimal profitieren. Achte beim Abschluss auch darauf, was zum Laufzeitende mit deinem Geld passiert. Bei einigen Banken wird es zur gleichen Laufzeit mit dem dann geltenden Zinssatz erneut angelegt. Hier musst du aktiv werden und rechtzeitig kündigen. Andere Banken zahlen deine Anlage zum Laufzeitende automatisch auf das Referenzkonto aus. Die besten Anbieter für deutsches Festgeld mit deutscher Einlagensicherung. Besonders interessant ist das Angebot der SWK Bank. Sie bietet bei 12 Monaten 1% Zinsen per annum. Bei 2 Jahren sind es dann 1,33%. Die Mindesteinlage beträgt 10.000 Euro. Maximal kannst du 250.000 Euro anlegen. Hier greift die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro je Kunde. Um eine automatische Wiederanlage zu vermeiden, musst du hier zum Laufzeitende kündigen. Die Kündigung kannst du bereits direkt nach der Kontoeröffnung senden. Möglich ist das per E-Mail, Post, Fax oder auch telefonisch. Die Kündigung muss bis spätestens 3 Tage vor Laufzeitende erfolgt sein. Sollte dir die Mindesteinlage von 10.000 Euro zu hoch sein, ist das Festgeld von Credit Plus eine sehr gute Alternative. Hier musst du nur 5.000 Euro einzahlen und erhältst bei einem Jahr Laufzeit Zinsen in Höhe von 0,8% und bei 2 Jahren 1,3% per annum. Die maximale Einlage beträgt hier 2,5 Millionen Euro. Auch hier greift die gesetzliche Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro.
Zusätzlich ist dein Geld durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken geschützt. Hier beträgt der Schutz zusätzlich 750.000 € je Kunde. Auch hier musst du zum Laufzeitende schriftlich oder telefonisch kündigen. Links findest du, wie immer, unter dem Video. Hast du noch Fragen zu Festgeld, zur Einlagensicherung oder einen Videowunsch? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.